Hallo und herzlich willkommen in der Ausstellung von Claudia Skoda, Dress to Thrill, hier in der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen Berlin am Kulturforum. Ich bin Jack und heute werden wir mit einer der verwendeten Techniken von Claudia Skoda experimentieren: der Strickmaschine. Claudia Skoda hat ganz viel während ihrer Karriere mit der Strickmaschine experimentiert. Sie hat dies zusammengeschweißt, um lange Stücke zu stricken. Sie hat die auch mit Computern verbunden, um digitale Mustern zu entwerfen. Und heute werden wir ganz viel experimentieren und improvisieren mit Alltagsmaterialien, um unsere eigene Strickmaschine zu bauen. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr eure eigene Strickmaschine bauen könnt. Unsere hier ist ziemlich groß, damit wir ganz dicke Materialien verwenden können. Aber wenn ihr wollt, es gibt auch die Möglichkeit, eine kleinere Strickmaschine zu bauen. Die meisten Materialien, die ihr für eure Strickmaschine braucht, könnt ihr in der Recyclingtonne finden. Hier gibt es 2 Stück Pappe, die sind 20 x 70 cm groß, entweder ein Holzstab oder eine lange Nadel, ein Lineal, Alleskleber, Kleberband, eine Schere und Zeitungspapier. Das ist hier unsere Strickmaschine, das aus 2 Teilen besteht. Hier ist unser Rahmen aus Pappe und hier gibt es unsere Stiftchen. Wir bauen zuerst unseren Rahmen. Wir nehmen unsere Pappe und zeichnen ein äußeres Rechteck von 65 cm lang und 18 cm breit. Da innen zeichnen wir noch ein Rechteck, der nur 55 cm lang ist und 5 cm breit. Dann schneidet ihr beide Rechtecke aus. Ich nehme das als Schablone für unser anderes Stück Pappe, damit wir die 2 zusammenkleben können. Hier gibt es unsere 2 ausgeschnittene Pappstücke, die wir jetzt zusammenkleben können. Nehmt eure Alleskleber und legt los. Während unser Rahmen trocknet, machen wir hier die Stiftchen. Ich nehme erstmal einen Stapel Zeitungspapier. Wir werden das aufklappen und wir schneiden durch die Mitte hier. Wir nehmen unsere Schere und schneiden so ein flaches Dreieck. Wir nehmen unsere lange Nadel und wir werden hier von der Spitze unseres Dreiecks anfangen hier zu rollen. Und wir rollen nur ein bisschen und dann können wir unsere Nadel herausziehen und wir rollen einfach weiter. Wichtig ist, dass wir so ziemlich straff und gerade rollen. Irgendwann wird es ganz einfach. Und ihr rollt das Ganze hier. Ein Stab. Dann, wenn wir hier fast am Ende sind, ziehen wir noch ein Stück Zeitungspapier. Wir legen das hier hin und rollen einfach weiter. Das macht unsere Stäbchen so ganz dick und ganz stark. So, wir sind jetzt hier an der Kante. Wir nehmen unsere Klebeband. Wir kleben das genau hier an der Kante von unserem Zeitungspapier, so hier. Und ich rolle einfach weiter über unser Klebeband. Jetzt haben wir unseren Stab aus Zeitungspapier und wir werden unsere Stiftchen davon schneiden. Wir machen 8 cm Stiftchen, so wie hier, so lang. Ich werde das Ende hier abschneiden. Dann kann ich von den anderen hier 8 cm messen und so unsere Stiftchen schneiden. Wir haben jetzt unsere 28 Stiftchen fertig
Und unser Rahmen hier ist schon trocken. Und jetzt ist der Zeit, die Stiftchen an unserer Strickmaschine zu bauen. Ich habe hier schon 14 Punkte ausgezeichnet, wo wir unsere Stiftchen hin tun sollen. Die Punkte hier sollen alle gegenüberstehen. Das heißt, wir haben 14 Punkte hier, 14 Punkte hier und insgesamt 28 Punkte. Wenn ihr einen Cutter habt oder ein Schablonenmesser, wäre das auch hilfreich, weil wir einen Ausschnitt aus dem ersten Schicht Pappe machen wollen. Wenn ihr keinen Cutter habt, ist es auch kein Problem. Ihr könnt auch die Stiftchen hier aufrecht stehend klebend. Aber ich zeige euch die Methode mit dem Schablonenmesser. Und ich schneide ein Stück nur aus der ersten Schicht von der Pappe raus. Und ich gucke mal, dass ich ein passendes Stift habe. So, das passt hier rein. Und dann schneide ich noch eins hier. Ich schneide hier meine Kreise. Ziehe das mittlere Stück. Es ist nur die erste Schicht Pappe. Und dann gucke ich, ob eins da reingeht. Dann passt unsere Stiftchen hier rein. Jetzt nehmen wir unsere Kleber und nehmen unsere Stifte wieder raus. So, genug Kleber, dass wir eine sehr starke Verbindung machen. Machen einfach weiter. Ohne Cutter könnt ihr einfach ein bisschen Kleber auf dem Stiftchenende hier machen und versuchen, das hier aufrecht stehen zu bauen. Es muss aber eine Weile trocken. Wenn ihr mit alle 28 Stifte fertig seid, dann lasst ihr das über Nacht trocken und zack! Habt ihr eine ganz stabile Strickmaschine.